Guten Tag an alle, ich bin Peter und herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Heute ist ein besonderer Tag für mich. Ich muss etwas Wichtiges mit jemandem besprechen. Adele, schön, dass du heute hier bist. Hallo Peter und hallo an alle unsere Zuhörer bei Wow Spoken German. Es ist immer schön hier zu sein. Aber Peter, du siehst heute irgendwie anders aus. Ist alles in Ordnung mit dir? Naja, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich trage seit ein paar Wochen etwas mit mir rum und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Kannst du mir einen Moment zuhören? Natürlich, Peter, ich bin ganz Ohr. Du weißt, dass du mir immer alles sagen kannst. Was beschäftigt dich so sehr? Also, es geht um meinen Job. Ich arbeite seit 8 Jahren in derselben Firma. 8 lange Jahre, Adele. Und letzte Woche hat mir mein Chef etwas gesagt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Oh, das klingt aufregend und gleichzeitig ein bisschen beängstigend, Dalsamt. Was hat er dir gesagt? Er hat mir eine Beförderung angeboten. Eine sehr große Beförderung. Ich soll der neue Leiter der ganzen Marketingabteilung werden. Mit mehr Geld, einem eigenen Büro und einem Team von 20 Leuten unter mir. Peter, das klingt doch wunderbar. Das ist eine tolle Nachricht. Warum machst du dann ein so ernstes Gesicht? Weil diese Stelle nicht hier in der Stadt ist. Die neue Position ist in einer anderen Stadt, fast 300 Kilometer von hier entfernt. Ich müsste umziehen, Adele. Alles aufgeben, was ich hier habe. Oh, ich verstehe jetzt, warum du so nachdenklich aussiehst. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Und was denkst du bisher darüber? Das ist genau das Problem. Ich denke jeden Tag darüber nach, aber ich komme zu keiner Entscheidung. Manchmal denke ich soll die Chance nehmen. Und dann denke ich wieder, nein, ich bleibe hier. Ich drehe mich im Kreis. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das für dich ist. Liebe Zuhörer, habt ihr schon einmal eine so schwierige Entscheidung getroffen? Schreibt uns gern in die Kommentare. Jetzt sag mir, Peter, hast du schon mit deiner Familie gesprochen? Das ist noch ein weiteres Problem. Meine Mutter wohnt hier, sie ist schon älter und ich bin ihr einziger Sohn, der in der Nähe wohnt. Meine Schwester lebt schon seit Jahren in einer anderen Stadt. Wenn ich auch wegziehe, ist Mama allein. Das klingt wirklich kompliziert. Deine Mutter ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber darf ich fragen, hast du schon mit ihr darüber gesprochen? Was denkt sie selbst dazu? Nein, noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich möchte sie nicht belasten oder ihr das Gefühl geben, dass sie mich aufhält. Sie ist eine sehr starke Frau, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um sie. Peter, ich glaube, du musst mit ihr reden. Mütter sind oft stärker, als wir denken. Aber ich verstehe, dass das nicht einfach ist. Was ist noch ein Grund, warum du zögerst? Meine Freunde, ich habe hier einen wunderbaren Freundeskreis. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Jeden Freitag treffen wir uns. Das ist für mich sehr wertvoll. Einen solchen Kreis aufzubauen ist nicht leicht, besonders wenn man älter wird. Das stimmt. Freundschaften, die so lange halten, sind wirklich selten und wertvoll. Aber lass mich dich etwas fragen. Was würde die neue Stelle dir persönlich geben? Nicht nur Geld, sondern auch als Mensch? Das ist eine sehr gute Frage, Adele. Ich glaube, sie würde mir zeigen, dass ich zu mehr fähig bin. Ich arbeite seit Jahren an denselben Aufgaben. Ich liebe meinen Job, aber manchmal frage ich mich, ob ich nicht mehr aus mir machen könnte. Das ist sehr ehrlich und mutig von dir, das zuzugeben. Liebe Zuhörer, das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Kennt ihr dieses Gefühl? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich finde es sehr interessant. Peter, weiter. Hast du schon eine Liste gemacht? Pro und Contra. Ja, ich habe tatsächlich eine Liste gemacht. Mehrere Listen sogar. Aber jedes Mal, wenn ich die Liste ansehe, sehe ich nur, wie viel ich verlieren würde. Die Liste der Nachteile ist immer länger als die der Vorteile. Hm, aber sag mir, sind die Punkte auf der Liste wirklich alle gleich wichtig? Manchmal sind 10 kleine Punkte zusammen nicht so schwer wie ein einziger großer Punkt. Das habe ich so noch nicht gedacht. Du meinst, ich soll nicht die Anzahl der Punkte zählen, sondern wie wichtig jeder Punkt wirklich für mich ist? Genau das meine ich. Zum Beispiel, deine Mutter ist ein sehr schwerer Punkt, aber vielleicht gibt es Lösungen dafür. Könnte sie vielleicht jemand anderes regelmäßig besuchen? Oder könntest du öfter nach Hause fahren? Das stimmt. Es gibt ja auch Videoanrufe. Und 300 Kilometer ist zwar weit, aber nicht unmöglich. Ich könnte sie jedes zweite Wochenende besuchen. Das habe ich noch nicht so klar durchgerechnet. Siehst du, manchmal, wenn wir mitten in einem Problem stecken, können wir nicht klar denken. Deshalb ist es so wichtig, mit jemandem zu sprechen. Liebe Zuhörer, das ist auch eine wichtige Lektion für euch heute. Wenn ihr Hilfe braucht, fragt. Es ist keine Schwäche.
Das stimmt, Adele. Ich habe viel zu lange allein über dieses Thema nachgedacht. Jetzt, wo ich es laut ausspreche, fühlt es sich schon anders an, leichter, als ob ein Teil des Gewichts weg ist. Das höre ich oft von Menschen. Das Aussprechen eines Problems macht es kleiner. Darf ich dir jetzt eine direkte Frage stellen, Peter? Natürlich. Das ist genau der Grund, warum ich mit dir reden wollte. Wenn du alle Sorgen und Zweifel mal kurz zur Seite legst, was fühlt dein Herz? Nicht dein Kopf. Dein Herz. Was sagt es dir? Mein Herz. Mein Herz sagt mir, ich soll es wagen. Ich soll die Stelle nehmen. Aber dann kommt sofort die Angst und überdeckt dieses Gefühl wieder. Das ist sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Die Angst kommt immer nach dem ersten Impuls. Aber der erste Impuls, das ist oft die ehrlichste Antwort. Liebe Zuhörer, das ist auch für euch interessant, oder? Was denkt ihr? Soll Peter die Stelle nehmen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was die Zuhörer denken. Aber Adele, was würdest du an meiner Stelle tun? Ich frage dich direkt. Das ist eine mutige Frage. Ich sage dir meine ehrliche Meinung. Ich glaube, du sollst mit deiner Mutter reden, nicht weil sie entscheidet, sondern weil du ihr Vertrauen schuldest. Danach wirst du klarer sehen. Du hast recht. Ich mache mir so viele Gedanken darüber, was sie fühlen könnte, aber ich habe sie noch nicht gefragt. Vielleicht unterstützt sie mich mehr, als ich denke. Und noch etwas. Chancen wie diese kommen nicht immer wieder. Deine Freunde bleiben deine Freunde, auch wenn du weiter weg wohnst. Gute Freundschaften überleben die Entfernung. Das stimmt. Mein bester Freund Markus hat früher in einer anderen Stadt gelebt und wir waren trotzdem immer eng verbunden. Als er zurückkam, war es so, als wäre er nie weg gewesen. Das ist ein schönes Beispiel. Entfernung trennt nur die Menschen, die sich nicht wirklich um die Verbindung kümmern. Aber echte Freundschaften, die halten. Ich fühle mich schon viel besser, Adele. Ich glaube, ich hatte zu viel Angst, offen über dieses Thema zu sprechen. Ich dachte, wenn ich es ausspreche, wird die Entscheidung schwerer. Aber es ist das Gegenteil. Das ist so bei vielen wichtigen Dingen im Leben. Wir denken, das Schweigen schützt uns. Aber meistens schützt uns das Gespräch. Liebe Zuhörer, habt ihr jemanden in eurem Leben, mit dem ihr über schwierige Themen sprechen könnt? Das ist so wichtig. Ich möchte auch unsere Zuhörer etwas fragen. Habt ihr schon einmal vor einer großen Entscheidung gestanden? Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr auf euren Kopf gehört oder auf euer Herz? Schreibt es uns. Ich bin wirklich neugierig. Das ist eine tolle Frage für die Kommentare und ich glaube, ihr könnt Peter damit wirklich helfen. Manchmal ist die Erfahrung anderer Menschen das Wertvollste, was wir bekommen können. Ja. Und ich denke, ich werde heute Abend mit meiner Mutter telefonieren. Das ist der erste Schritt. Danach sehen wir weiter. Schritt für Schritt. Das klingt nach einem sehr guten Plan, Peter. Ich bin stolz auf dich. Es braucht Mut, Hilfe zu suchen und offen zu sein. Das vergessen viele Menschen. Es hat wirklich geholfen, mit dir zu reden, Adele. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Manchmal ist das Schwierigste gar nicht die Entscheidung selbst, sondern der erste Schritt, nämlich zu sagen, dass man Hilfe braucht. Genau das ist die wichtigste Lektion von heute. Hilfe zu suchen ist keine Schwäche. Es ist Stärke. Liebe Zuhörer, denkt daran, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, sprecht mit jemandem, dem ihr vertraut. Und vielleicht könnt ihr auch bei uns in den Kommentaren schreiben, was euch beschäftigt. Oder einfach eure Meinung zu meiner Situation teilen. Ich lese wirklich alle Kommentare. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Wir bei Wow Spoken German freuen uns immer über eure Gedanken und Meinungen. Ihr seid nicht nur Zuhörer, ihr seid ein Teil unserer kleinen Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der man Deutsch lernt und gleichzeitig über das Leben nachdenkt. Das finde ich schön. Wir lernen hier nicht nur eine Sprache, wir lernen auch, wie man mit anderen Menschen umgeht. Das ist ein sehr schöner Gedanke, Peter. Und ich glaube, unsere Zuhörer empfinden das genauso. Deutsch lernen macht mehr Spaß, wenn man echte Gespräche hört, nicht nur Grammatikregeln. Absolut. Ich erinnere mich, wie ich als Kind eine Sprache gelernt habe. Nicht aus Büchern, sondern durch Gespräche, durch Zuhören, durch Ausprobieren. So funktioniert echtes Lernen. Und genau das machen unsere Zuhörer jeden Tag, wenn sie uns zuhören. Sie hören echte Gespräche zwischen echten Menschen über echte Themen. Das ist der beste Weg. Liebe Zuhörer, wir haben heute über ein sehr menschliches Thema gesprochen, die Angst vor großen Entscheidungen und die Wichtigkeit, Rat zu suchen. Ich hoffe, das war nützlich für euch. Und wir hoffen, dass ihr durch dieses Gespräch auch euer Deutsch ein bisschen verbessert habt. Habt ihr neue Wörter gehört?
Habt ihr alles verstanden? Wenn nicht, kein Problem. Hört einfach nochmal zu. Das ist ein super Tipp. Manchmal muss man etwas zweimal oder dreimal hören, bevor es wirklich sitzt. Das gilt für Sprachen und auch für Lebensratschläge. Ha, das stimmt wirklich. Peter, ich wünsche dir viel Kraft für das Gespräch mit deiner Mutter heute Abend und für die große Entscheidung danach. Danke, Adele. Das bedeutet mir viel. Und danke an alle Zuhörer, die heute dabei waren. Ihr seid die beste Community. Wir sagen auf Wiedersehen und freuen uns schon auf das nächste Mal bei Wow Spoken German. Macht es gut, alle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt mutig und lernt weiter Deutsch.